Man geht auf ein Motiv zu. Das Motiv hat immer eine sehr starke Wirkung auf den Zuschauer. Und je näher man an das Motiv tritt, ab einem gewissen Punkt entdeckt man dann sozusagen die zweite Ebene, die dahinter steckt, nämlich die inhaltliche, die das dann nochmal verstärkt. Also was mich daran interessiert, ist natürlich immer die Wechselwirkung zwischen Weit- und Fernsicht. Und dann hat mich eigentlich immer an der Collage gereizt, dass ich Dinge und Medien miteinander verbinden konnte. Zum Beispiel Text, Sprache, zum anderen das Bild und auch eigen hergestellte, eigen erfundene Dinge und Symbolik gegenüberstellen konnte mit vorgefundenem Material. Also ich finde, beide Arbeiten haben sehr viel miteinander zu tun und beide Arbeiten haben sehr viel mit mir zu tun. Als Kölner Kind, 53 geboren, bin ich natürlich sehr stark unter der Idee der bundesrepublikanischen Politik groß geworden. Beide Motive sind ja quasi in meiner Nachbarstadt in Bonn. Das ist einmal der Atombunker der Bundesrepublik Deutschland, der lange Zeit geheim war. Das ist natürlich Ausdruck des Kalten Krieges. Und das andere ist ein sehr viel stilleres Motiv, aber auch sehr wichtig. Das ist nämlich das Kanzlerbungalow in Bonn gewesen. Und für mich ist das Ausdruck der damaligen demokratischen Idee gewesen, die unglaublich wenig repräsentativ ist, wie man das heutzutage leider wieder aufgegriffen hat. Dadurch, dass ich Architektur studiert habe, hat natürlich Architektur und Räume immer eine große Rolle gespielt als Symbolik und als Ikone für politischen Ausdruck. Es ist ein langwieriger Prozess. Man fängt mit einer Idee an und dann suche ich Assoziationen zu der Idee und sammle. Das ist quasi ein bisschen wie ein Sammelkasten oder wie ein Archiv. Zeit und Muße spielt eine große Rolle bei den Arbeiten. Ich nenne das immer ein bisschen so Beschäftigungstherapie oder überhaupt therapeutisch. Und da entstehen dann sehr viele auch spontan entschiedene Zusammenhänge. Früher habe ich Originalfotos genommen und Originalzeitungsausschnitte. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass da eine Ungleichgewichtigkeit durch die Qualität kam. Die einen waren Farbe, die anderen waren unscharf. Also und durch die Kopiererei auf dem Kopierer bekommen die was Gleichwertiges. Und das mache ich und dann färbe ich diese Schwarz-Weiß-Kopien ein mit Tinte. Und dann gibt es ein Lager. Die sind nach Farben sortiert, das macht mein Assistent, das ist dessen große Leidenschaft. Und dann werden die dann auch teilweise wiederverwendet. Weil man fragt sich natürlich auch mittlerweile mit der Zeit, wie viel Papierberge verbrauche ich eigentlich? Und ist das eigentlich noch zeitgemäß, so viel Papier zu verbrauchen? Also werden die zwischengelagert und so lange sozusagen dran rumgeschnipselt, bis kaum noch was übrig bleibt. Diese ganzen Arbeiten oder überhaupt die Motivation, diese Arbeiten zu machen, ist eine sehr autobiografische und eine sehr persönliche. Also es geht um meine eigene Aufarbeitung einer familiären Geschichte, es geht um meine Aufarbeitung von gewissen Fakten und gewissen Erfahrungen. Und ich versuche sozusagen das, was Politik nicht geleistet hat, selbst zu leisten. Und da spielt Kunst, glaube ich, definitiv eine sehr große Rolle, weil Kunst natürlich auch nie sozusagen so stark in der Kritik und im Fokus steht, sondern Kunst oder die meisten oder viele Kunst sehr stark subjektiv entstanden ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt auch bei Betrachtung von Geschichte.